Ich kann das nicht. Es hat keinen Sinn. Anna, was ist los? Ich dachte, du übst Gitarre. Du wolltest doch Rockstar werden. Wollte ich, ja. Aber jetzt, wenn ich die Gitarre ansehe, fühle ich nichts. Nur Müdigkeit. Nichts? Keine Freude? Kein Kribbeln im Bauch? Nein, es fühlt sich an wie Arbeit. Lukas, ich glaube, mein Feuer ist aus. Das ist ein schreckliches Gefühl. Willkommen in der grauen Zone. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Anna, die Frau ohne Feuer. Und ich bin Lukas. Heute stellen wir die große Frage, warum verlieren wir die Leidenschaft und wie bekommen wir sie zurück? Bevor wir das Problem lösen, müssen wir es verstehen. Was ist Leidenschaft eigentlich? Leidenschaft ist Energie. Es ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Es ist der Funke. Genau. Psychologen nennen es intrinsische Motivation. Du machst etwas, weil du es liebst, nicht für Geld, nicht für Applaus. Aber genau das ist das Problem. Am Anfang habe ich Gitarre gespielt, weil es Spaß gemacht hat. Jetzt spiele ich, weil ich muss. Aha, das ist Punkt Nummer 1. Aus wollen wird müssen. Das tötet die Leidenschaft. Kennst du das Hamsterrad, Anna? Ja, der Hamster läuft und läuft, aber er kommt nie an. Das ist unser Alltag, die Routine. Routine ist gut für Sicherheit, aber Routine ist Gift für Leidenschaft. Das stimmt. Jeden Tag stehe ich auf. Kaffee, Arbeit, Essen, Schlafen. Alles ist gleich. Mein Gehirn schläft ein. Wir benutzen hier eine Grammatikstruktur, sowohl als auch, both and. Okay, Routine ist sowohl wichtig als auch gefährlich. Richtig, wir brauchen Sicherheit, aber wir brauchen auch Abenteuer. Wenn du nur Sicherheit hast, stirbt die Leidenschaft. Lass uns analysieren. Warum verlieren wir die Lust? Es gibt 3 Hauptgründe. Ich nenne den Grund, du erklärst ihn. Okay, ich bin bereit für die Diagnose. Grund 1. Perfektionismus. Wenn ich alles perfekt machen will, habe ich Angst. Angst blockiert die Energie. Grund 2. Überforderung. Overwhelm. Wenn ich zu viel mache. Die Batterie ist leer, ich brauche eine Pause. Grund 3. Sinnlosigkeit. Meaninglessness. Das ist der schlimmste. Wenn ich frage, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe keine Antwort. Liebe Zuhörer, Hand aufs Herz. Hand on heart. Welcher Grund ist es bei euch? Seid ihr Perfektionisten? Seid ihr müde oder fehlt der Sinn? Wenn wir die Leidenschaft verlieren, machen wir oft dumme Dinge. Wir benutzen die Struktur statt, zu plus Infinitiv. Ich liege auf dem Sofa, statt Gitarre zu üben. Wir schauen Netflix, statt an unseren Träumen zu arbeiten. Ich esse Schokolade, statt Sport zu machen. Jetzt ihr. Verbindet die Sätze. Er beschwert sich, er ändert etwas. Benutzt statt zu. Er beschwert sich, statt etwas zu ändern. Anna, schließ deine Augen. Ich erzähle dir eine Geschichte über einen Mann im Wald. Ich höre zu. Es gab einen Mann, er war der Hüter des Feuers. Sein Feuer war groß und hell, es wärmte das ganze Dorf.
Der Mann liebte sein Feuer. Er sagte, du darfst niemals ausgehen. Er tanzte um das Feuer, er sang für das Feuer. Aber er vergaß eine Sache. Was hat er vergessen? Er vergaß Holz zu sammeln. Er dachte, seine Liebe reicht aus. Er dachte, seine Energie reicht aus. Aber Feuer braucht Nahrung. Langsam wurde das Feuer kleiner. Der Mann bekam Panik. Er schrie das Feuer an. Brenn, brenn weiter. Er pustete, er wedelte mit den Armen. Aber das Feuer wurde schwächer, bis nur noch Asche da war. Er hat versucht, es zu erzwingen. Ja, er saß weinend vor der Asche. Dann kam ein alter Wanderer vorbei. Der Wanderer legte ein kleines Stück Holz in die Asche. Er wartete. Er machte nichts. Nach einer langen Zeit kam ein kleiner Funke und das Feuer kam zurück. Die Moral ist, du kannst ein Feuer nicht anschreien. Du musst ihm Nahrung geben und manchmal musst du warten. Das bin ich. Ich habe meine Gitarre angeschrien, aber ich habe mir keine Ruhe gegeben. Ich habe kein Holz gesammelt. Was ist Holz für uns Menschen? Holz ist Ruhe, Schlaf. Wenn ich müde bin, kann ich nicht brennen. Richtig. Und Holz ist auch neue Inspiration. Wenn du immer nur spielst, aber nie Musik hörst, wirst du leer. Stimmt, ich habe seit Monaten kein Konzert besucht. Ich habe nur geübt. Ich habe den Output maximiert, aber den Input vergessen. Ohne Input kein Output. Das ist die Regel. Wie finden wir das Feuer wieder? Wir müssen das Warum finden. Mein Warum war, ich will gut sein. Das ist Ego. Das ist kein gutes Warum. Ein gutes Warum kommt vom Herzen. Warum hast du angefangen? Ich habe angefangen, weil ich Gefühle ausdrücken wollte. Als Teenager. Ich war traurig. Die Gitarre war mein Freund. Siehst du, es ging um Ausdruck, nicht um Perfektion. Geh zurück zum Anfang. Spiel heute nicht für das Publikum, spiel für die traurige Anna von früher. Das fühlt sich besser an. Weniger Druck. Und wir brauchen eine kleine Veränderung. Routine tötet. Erinnerst du dich? Vielleicht sollte ich nicht Gitarre spielen. Vielleicht sollte ich Klavier probieren? Nur für Spaß? Ja, mach etwas Neues. Das Gehirn braucht Neuheit, um Dopamin zu produzieren. Liebe Zuhörer, hier ist eine Aufgabe. Ändert heute eine kleine Sache. Nehmt einen anderen Weg zur Arbeit. Esst etwas Komisches zum Frühstück. Lest ein Buch aus einem anderen Genre. Weckt euer Gehirn auf. Wenn wir frustriert sind, müssen wir das sagen. Wir üben Sätze für Frustration und Hoffnung. Wiederholt nach mir. Ich fühle mich ausgebrannt. Mir fehlt die Energie. Aber ich gebe nicht auf. Ich mache einen kleinen Schritt. Ich finde meine Freude wieder. Lukas, das hat geholfen. Ich werde meine Gitarre heute nicht anfassen. Wirklich? Gar nicht? Nein, ich gehe spazieren. Ich sammle Holz. Und morgen spiele ich vielleicht nur einen Ton, aber diesen Ton genieße ich. Das ist der Weg. Qualität vor Quantität. Liebe Zuhörer, seid geduldig mit euch selbst. Das Feuer kommt zurück, aber man kann es nicht erzwingen. Schreibt uns, was macht ihr, wenn ihr keine Lust habt? Schlaft ihr? Esst ihr? Tanzt ihr? Danke fürs Zuhören.
Passt auf euer Feuer auf. Tschüss, bis bald. Auf Wiedersehen.